Herzlich willkommen zur Weihnachts-Mivola-News-Ausgabe. Schon lange haben wir davon geträumt, dass das Miniatur-Wunderland Außenwette bei Wetten, dass werden würde. Am 5.12.2009 war es soweit. Die Vorbereitungen hierfür haben fast 2 Jahre gedauert. Für uns stand aber von der ersten Minute an fest, dass wir für diesen Traum keine Mühen auslassen würden. Das ZDF-Team kam mit 30 Leuten und vielen LKWs, um die aufwendige Außenwette in ihrer Live-Sendung reibungslos übertragen zu können. Fast 3 Tage wurde aufgebaut und geprobt. Das Miniatur-Wunderland wurde in ein komplettes Fernsehstudio verwandelt. Insgesamt wurden ca. 60 Stunden Aufbauzeit investiert. 80 Scheinwerfer wurden installiert und rund 3000 Meter Kabel verlegt. Mit 7 Kameras waren wir live mit Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker, Hugh Grant und unserem Superhirn Jürgen Seliger in Bremen verbunden. Regelmäßig kommt es zu Entführungen der kleinen Figuren. Daher mussten unsere Modellbauer alle für die Sendung ausgewählten Details noch einmal überprüfen. Auch die vielen Kameras wurden miteinander abgestimmt. Nach der erfolgreichen Wette, also noch während der Sendung, wurde der Abbau eingeleitet. So war es uns möglich, schon am nächsten Tag die Türen für unsere Gäste wieder zu öffnen. Wir sind stolz darauf, dass der Wettkönig eine schöne Wette präsentieren konnte und bedanken uns bei allen, die für ihn gestimmt haben. Das waren immerhin 67% und somit nach unserem Kenntnisstand eines der besten 5 Ergebnisse, die jemals in der fast 30-jährigen Geschichte von Wetten, dass erzielt wurde. In Kürze erscheint bei uns auch ein Report über den Wettkönig Jürgen Seliger. Er erzählt unter anderem, wie er diese vielen Details lernen konnte und ob er noch Spaß an einem Besuch im Miniatur-Wunderland finden kann. Auch wir haben noch einige knifflige Motive für ihn rausgesucht, die er mit seinem Wissen aufsuchen sollte. So, da steht der Kollege. Bulle unter Bullen. Vor kurzem fand im Miniatur-Wunderland die kleinste Schiffstaufe der Welt statt. Die 2,20 Meter lange, 28 cm breite und 49 cm hohe Miniaturausgabe der AIDA Blue startete ihre Jungfernfahrt durch die Skandinavienlandschaft im Wunderland. Für die Miniaturtaufe war auch eine Taufpatin nötig. Die 6-jährige Nicola Albrecht, jüngste Taufpatin der Welt, wurde in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt aus über 200 Bewerberinnen ausgewählt. Wie bei einer richtigen Schiffstaufe gab Nicola dem Schiff mit ihrem eigens kreierten Taufspruch einen Namen. Heute lassen wir es krachen, sogar Poseidon schaut und du behalte stets dein schönes Lachen, heute taufe ich dich auf den Namen AIDA Blue. Dazu zerschlug sie eine Miniatur-Sektflasche am Schiffsrumpf. Als weiteres Highlight nach dem Taufakt gab es ein Miniaturfeuerwerk. Die AIDA Blue ist jetzt auf Kreuzfahrt in unserem Skandinavien-Abschnitt zu besichtigen. Zum Abschluss wurde mit viel Freude angestoßen und natürlich durften Geschenke nicht fehlen. Unter anderem gab es lebenslang freien Eintritt für die kleine Taufpatin ins Miniatur-Wunderland. Am Heiligabend haben traditionell alle Kinder unter 16 Jahre im Miniatur-Wunderland freien Eintritt. Kommen Sie und Ihre Lieben doch einfach vorbei und genießen Ihre freien Stunden vor dem großen Fest bei uns. Wir haben an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet. Nach langjährigen Erfahrungen möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, sich vor einem Besuch zwischen den Jahren rechtzeitig über unsere Wartezeiten zu informieren und vorab kostenlos zu reservieren, um lästige Wartezeiten zu vermeiden. Falls Sie sich nicht im Vorwege festlegen können, halten Sie sich einfach an unsere alte Regel. Umso früher oder umso später ist umso besser. Auch unsere Öffnungszeiten an den Feiertagen sind sehr unterschiedlich. Informieren Sie sich doch einfach unter miniaturwunderland.de. Hoher Besuch im Miniatur-Wunderland. Professor Luigi Colani, weltberühmte Industrielegende, bekannt unter anderem durch seine aerodynamischen und biomorphen Formen für Flugzeuge, Autos und Konsumgüter, war Gast im Miniatur-Wunderland. Mit Begeisterung erkundete Colani die Anlage. Das ist ja ein Wahnsinn, aber wirklich. Sowohl unter der Anlage als auch die Arbeit unserer Modellbauer wurde begutachtet. Erstaunt über die unglaubliche Detailvielfalt und die jahrelange Arbeit, die in der Anlage steckt, erklärte Colani: Was hier steht, ist eine Weltsensation an Engagement und an Kleinkunst, an entzückender Detailarbeit. Es ist das Wertvollste, was Hamburg hat und möglicherweise Deutschland. Hier ist so erstaunlich gearbeitet worden. Gemeinsam mit der NKL suchte Colani Menschen im besten Alter, die Lust haben, bisher unerfüllte Berufswünsche in einem Schnupperpraktikum auszuprobieren. Dazu lud das Wunderland 5 Bewerber zu kreativen Stunden ein. Der Gewinner bekam die Möglichkeit, ein 2-wöchiges Praktikum in unserem Flughafenbauabschnitt zu erleben. Unser Modellbauchef Gerhard Dauscher verteilte diverse Aufgaben für unsere Kandidaten.
Unter anderem wurde ein Denkmal für das 10-jährige Jubiläum von Knuffingen erstellt oder auch eine Bushaltestelle. Mit Hilfe unseres Modellbauchefs konnten die Bewerber ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch Kolani baute an einer eigenen Kreation für unseren Knuffingen-Abschnitt. Zu guter Letzt durften alle Bewerber ihre eigenen Erschaffungen auf der Anlage platzieren und bewundern. Wie die Wetterprognose für das Wunderland aussieht, erfahren Sie an dieser Stelle. Besuchen Sie uns doch mal. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein wundervolles Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Ihr Miniatur Wunderland Team.